Hey, was geht ab? Ich dachte, heute machen wir mal ein bisschen was anderes und habe hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar hatte ich in einem meiner letzten Videos hatte ich drüber geredet, dass mir verschiedene Sets im Last Chaos Classic Bereich besser gefallen als andere und dass man die ja mal ranken könnte und habe das genauso vorbereitet. Und wir machen jetzt eine Tierlist zu den LC Classic Sets. Ich habe mir diesbezüglich meine 15 Lieblingssets ausgesucht. Und wir werden die jetzt eine nach dem anderen durchgehen und ich versuche die in einen der Tiers einzuordnen und sage vielleicht 3, 4 Sätze, warum mir das gut gefällt, etc. oder was mir vielleicht dran auch nicht gefällt oder warum das für mich so nostalgisch ist, wie auch immer. Und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ich gehe davon aus, dass da jeder eine subjektive Meinung zu hat, logischerweise. Und wenn ihr der Meinung seid, ich habe irgendein wichtiges Set vergessen oder ich habe eins total falsch gerankt, ihr schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr denkt, was die schönsten Sets in dem Levelbereich sind. Vielleicht können wir das ja auch noch für die Waffen machen und vielleicht für die kommenden Rüstungen mit dem nächsten Cap. Schauen wir mal. Ich maße mir hier an, den absoluten Geschmack zu haben. Deswegen entspricht meine Liste natürlich der Wahrheit und ist nicht mit zu diskutieren. Aber steigen wir direkt mal rein. Die Sachen sind jetzt logischerweise oder blöderweise nach dem Alphabet geordnet. Das heißt, es ist immer eine Klasse nach der anderen. Und wir gehen direkt rein mit einem Beschwörer, dem 40 bis 42 Set. Das ist für mich eins der schöneren Sets vom Beschwörer in dem Classic-Bereich. Ich weiß nicht warum, aber das Rote hat mir schon immer gut gefallen. Plus, das ist auch so ein Levelbereich, in dem man früher viele Leute gesehen hat. Vielleicht nicht so viele wie im 36er-Set oder im 30er-Set im Procyon damals, aber das 40er-Set ist für mich so ein nices Einsteiger-Beschwörer-Set und damit auch genau das Richtige für die Liste hier. Ich denke nicht, dass das ultra geil ist, aber ich gebe dem so ein gediegenes B-Tier. Oder? Wir müssen überlegen, wir sind hier sowieso schon in der Crème de la Crème, also ist, wenn ich hier ein D-Tier mache, ist das immer noch Top 5 Tiers, aber halt von denen, die mir am besten gefallen, nicht das Schönste. Vielleicht gehe ich lieber ins C-Tier, um noch Platz nach oben zu haben, weil ansonsten habe ich nachher alle in B, A und S-Tier, ohne eins ins C-Tier zu machen. Aber gucken wir uns direkt das nächste Beschwörerset an und dann springen wir schon direkt zu 56. Wenn es eine Liste wäre, wo es um die hässlichsten Sets gehen würde, hätten wir auf jeden Fall um das 46er Set vom Beschwörer geredet. Vielleicht ist das auch noch eine Variante, wie man die Listen hier durchgehen kann, aber 56 ist das hellblau-weiße oder türkisweiße, blau-grün-weiße, wie auch immer. Das ist im Classic-Bereich für mich eigentlich das schönste Beschwörer-Set überhaupt. Die Farben passen gut. Es ist nicht zu viel Schnickschnack, es ist nicht zu viel Fransen, zu viel wie auch immer. Ich würde deswegen auf jeden Fall sagen, dass das A-Tier. Ich glaube, das ist A-Tier. Vielleicht nicht ganz oben A-Tier, werden wir gleich sehen, aber das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsbeschwörer-Sets, was den Classic-Bereich angeht. Dann reden wir noch über das letzte Beschwörer-Set. Da habe ich das 61er geholt, weil mir die Farbe, ist das Gelb, Gold, fast schon beige-braune. Das gefällt mir von der Farbe sehr gut. Was mir da nicht gefällt und das wir noch bei ein paar Sets haben, sind diese Fransen an den Schuhen. Deswegen ist das für mich ein klares D-Tier, obwohl es eins der 3 schönsten Beschwörer-Sets im Classic-Bereich ist das für mich trotzdem nur das dritte von den 3, die ich jetzt hier mir ausgesucht habe. Also, das war es auch für einen Beschwörer. Da haben wir 3 Sets, die mir gut gefallen haben. Mit dem 56er auf jeden Fall das Beste von den ganzen. Gehen wir weiter zur Heilerin. Da habe ich direkt mit dem 56er Set. Das ist auch, ihr werdet einen Trend sehen, dass 56, 45
oft dabei ist, weil das mit die schönsten Sets sind. 45 mit Ausnahme vom Beschwörer, was richtig scheiße aussieht, aber so viel dazu. Mm, Dem Highly-Set würde ich auch ein C-Tier geben. Das ist cool, das gefällt mir gut, aber es ist halt nicht Crème de la Crème. Ich muss auch dazu sagen, ich habe im Classic jetzt nie so ultra lang Highly gemaint, also ich habe jetzt auch keine extremen nostalgischen Gefühle zu den heileren Sets, mit Ausnahme von dem Level 1er Sets, weil man auf vielen P-Servern da natürlich die Level 5er Heilies zum Farmen gemacht hat und die überall gesehen hat. Aber das ist jetzt nicht so gut aussehend, dass man es hier reinbringen müsste. Das zweite Heiler-Set, was ich mir noch ausgesucht habe, ist das 66er und das wiederum finde ich richtig geil. Das ist das rote. Das ist das für mich A-Tier schon. Ich glaube, das ist A-Tier, aber das ist hinter dem Beschwörer. Das finde ich farblich und ich meine, von der Form her sehen die heileren Sets alle ziemlich gleich aus. Cowboy-Stiefel, kurzer Rock und wie auch immer verzierter BH, wenn du so willst, und das war's. Aber von Detail und Farbwahl ist das auf jeden Fall das schönste Set, was es für Heilerinnen im Classic-Bereich gibt. Und deswegen ist es auch berechtigt A-Tier. Bei Heilerinnen gab es nur zwei, die für mich rausgesprungen sind oder besonders hervorzuheben sind, weil wie gesagt, die Sets sehen alle sehr ähnlich aus und wenn es dann nicht eine bestimmte Farbe gibt oder ein gutes Schema, dann kann man die kaum unterscheiden, weil die Teile auch so klein sind, weil das alles sehr, ich sag mal, da wird immer sehr viel Haut gezeigt bei der Heilerin. Kommen wir zum Mage und da sind wir wieder bei einem 46er Set. Das gefällt mir und das ist die Ausnahme, das gefällt mir gerade gut, weil es diese Fransen am Rock hat. Und deswegen gebe ich dem Ding ein B-Tier. Das ist, glaube ich, für mich das bestaussehende Mage-Set im Low-Level-Bereich oder im Classic-Bereich. Das hat so ein bisschen, das erinnert mich auch wegen dem Level-Bereich an die Spike Canines im Magadoom. Das gefällt mir richtig gut. Und das zweite Heilerinnen-Set ist das 61er-Set. Das ist das mit den gelben Schlaghosen. Das packe ich auch in D-Tier rein, aber vor das Beschwörer-Set, weil es an der Stelle besser ist. Ja, das klingt auf jeden Fall sinnig. Auch für Heilerinnen war es das. Da sehen die Anfangssets sehen alle gleich aus. Lederrock, Leder-BH. Und erst so ab 45, 50 wird es dann ein bisschen ausgefallener. Wenn wir über die 76er Rüstung reden, wird Magierin wahrscheinlich ganz oben sein. Aber im Moment ist Magierin noch sehr simpel. Und ich habe es schon angeteasert, 45 bis 67er Ritterset S-Tier. Das ist das beste Set, was Classic zu bieten hat. Das ist das beste Set, was Classic zu bieten hat. Also es gab noch keinen Privatserver, wo ich gespielt habe, wo ich mir nach einer gewissen Zeit nicht auch einen Ritter gemacht habe, den auf Level 43, 44 gelevelt habe und ihm einfach ein plus 15, 46er Set angezogen habe, weil das einfach so klasse aussieht. Das kurzärmelige, sage ich jetzt mal, fast schon Tanktop-artige Set, das sieht einfach, äh, ist für mich das beste Set im Classic-Bereich. Vielleicht sogar mit Abstand. Wollen wir mal sehen, wie wir noch weiterkommen, aber das ist auf jeden Fall, das ist für mich das Set, was Classic so ein bisschen ausmacht. Man könnte auch noch über das 41er Set reden, das hätte ich auch mit reinholen. Das ist nicht so geil wie das 46er Set, aber das 41er Set hat so ein bisschen Nostalgiewert, aber das 46er Set ist für mich das Classic Set und ich glaube, war es Liquid auf Deja, dessen Admin-Charakter hatte das auch immer an. Also der hat schon immer Geschmack bewiesen. So rum. Yikes. Kommen wir noch, das ist schon fast eher Honorable Mention. Das ist das Level 50er Ritter-Set. Ich weiß nicht, das gibt mir so ein bisschen, ich will nicht sagen Power Rangers-Vibe, wegen den aufgeplusterten Brust und aufgeplusterten Schultern. Finde ich auch super geil.
geht für mich aber ans Ende von C-Tier, weil es im Vergleich zum 46er Set dann doch nicht so geil ist. Über B-Tier könnte man reden, aber B-Tier sehe ich dann eher das nächste Ritterset und das ist das 56er. Das ist für mich, also A, die Kombination aus Braun-Gelb sieht super geil aus und B war das für mich so, wenn man wirklich jetzt auf Vanilla LC guckt, das ist, also ich weiß nicht, warum das in meinem Gehirn so ist, aber das Set ist für mich sinnbildlich für den erfolgreichen Ritter, was Levelvorsprung angeht. Ich weiß, irgendwann kam das 70er Permudo-Set oder wie das heißt. Das hatten dann die ganzen Highchars an, aber das 56er war so, wenn du einen gesehen hast, der das Set anhatte, der war ganz vorne mit dabei. Deswegen ist das für mich allein aus Nostalgiegründen ein geiles Set, aber auch, weil was farblich angeht, ist das einfach ein Top-Set. So, dann kommen wir schon zu Schurken. Das ist das 41er-Set, was nur ein Bein hat. Ist für mich so ein klassisches Assassin-Set irgendwie. Ich weiß es nicht warum, aber das ist für mich das Assa-Set schlechthin. Erklären kann ich es euch nicht, so ist es einfach in meinem Gehirn und fertig. Und ich würde dem, glaube ich, ich glaube, ich setze das über das 41er Beschwörer-Set ins C-Tier. Ja, da gehört es hin. Es ist nicht das beste Schurken-Set, das es gibt, aber es ist eins der Top-Schurken-Sets. Das nächste Schurken-Set, was ich rausgeholt habe, ist das 46er. Wo gehört das hin? Das gefällt mir noch einen Ticken besser als das 41er. Das setze ich mal ans Ende von B. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ritter kommt vor Mage im B-Tier. Das 56er Ritter-Set ist einfach so gut. Genau. Und dann habe ich zu guter Letzt noch für die Schurkin das 56er Set. Das ist ähnlich wie der Ritter. Das 56er Schurken-Set ist auch, geht in diese Sparte, wenn das früher jemand angehabt hat, vor, was weiß ich, 15 Jahren, 18 Jahren, 20 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dann hast du gewusst, oh shit, das ist ein Top-Spieler. Ist nicht ganz so geil wie das Ritter-Set, deswegen setze ich es direkt vor. Das 46er Set ist ein Ticken besser, aber ist auf keinen Fall ein A-Tier. Ich bin überlegen, ob wir das Ritter-Set in den A-Tier machen müssen. Doch, wir machen das Ritter-Set ins A-Tier und setzen das 56er Schurken-Set ganz vorne ins B-Tier. Genau. So, und jetzt kommen wir zu den zwei letzten Sets. Das ist das Titan 56er Set. Generell, also ich glaube, ich hatte es erwähnt, bei Titan-Äxten gefällt es mir eigentlich gut, wenn die nicht symmetrisch sind. Also wenn die eine überwiegende Seite haben zu der anderen. Bei Rüstungen bin ich genau der anderen Meinung. Rüstungen müssen für mich symmetrisch sein. Ich bin kein Fan, und das ist beim Titan leider ganz oft so, auch bei den höheren Sets, dass eine Schulter extrem bedeckt ist und die andere gar nicht. Das gefällt mir eigentlich nicht. Aber das hier Set, ich weiß nicht, was es ist. Es sieht irgendwie aus wie, man hat sich durch Merak gewühlt und hat da alles umgebracht. Ich denke an die Magierviecher bei den Knollen in Merak. Die erinnern mich daran. Der Schädel auf der Seite sieht geil aus. Also das ist für mich auch auf jeden Fall B-Tier, aber eher am Ende, aber vor dem Schurken 46er Set würde ich behaupten. Da würde ich das einpflegen. Und zu guter Letzt, und das ist eins meiner Lieblings-Titan-Sets überhaupt und meiner Meinung nach das schönste Titan-Set im Classic-Bereich, das ist das 66er mit dem Mammuthorn auf der Brust, sage ich jetzt mal. Es passt nicht ganz so und ich würde das ins S-Tier setzen. Allerdings finde ich die Schuhe furchtbar. Das Set an sich ist ultra geil. Die Handschuhe und die Schuhe oder Stiefel sieht allerdings sehr albern aus. Deswegen passt das für mich auch, wenn das ganz vorne im A-Tier steht. Aber es ist nicht so geil wie das
Ritter 46er Set. Jetzt gucke ich mal einmal so drüber. Ich denke, es ist die richtige Entscheidung, das 46er Set als einziges S-Tier-Set anzugeben. A-Tier sind die Top-Sets, die mir super gefallen, die aber nicht so überragend sind wie das 46er. B-Tier, C-Tier, D-Tier. Doch, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Ranking. Ich weiß nicht, schreibt gerne in die Kommentare dazu, was ihr der Meinung seid, ob ihr ein anderes Set noch als S-Tier-Set seht, ob ihr überhaupt das 46er Ritter-Set so in den Himmel lobt, wie ich es auch tue, oder ob das für euch einfach nur ein Set ist. Und vielleicht mache ich dann mal ein Update, falls noch andere Meinungen kommen, und schaue mir das Ganze an. Ja, das 46er Ritter-Set, ich weiß nicht warum, aber das ist einfach Weltklasse. Das ist einfach das ist für mich das Classic-Set. Dann auch die 45er Duels, das ist sinnbildlich für Last Chaos Classic für mich. Genau. Okay, aber mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Ich schaue mal, ob ich vielleicht nächste Woche noch ein Ranking zu Waffen bringe. Und dann hören wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch was.